Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich starte ganz ruhig und ohne Stress ins neue Jahr und kümmere mich erst einmal darum, mein Artstudio auszumisten, aufzuräumen und neu zu organisieren. Ich verschaffe mir einen Überblick über meine Sachen, schaue, was ich noch brauche und was nicht, sortiere ausgetrocknete Stifte aus, die ich weggeben kann und überlege mir, wie ich ein paar Dinge neu organisieren kann, damit ich mich in meinem Artstudio leichter zurechtfinde. Für mich ist es am einfachsten, alles aus den Schubladen und den Kasten herauszuholen, es auf den Tisch zu legen und mir so einen guten Überblick zu verschaffen. Ich liebe es, wenn alle Dinge ihren Platz haben und ich sozusagen auch mit geschlossenen Augen durch mein Studio gehen kann und genau weiß, wo alles liegt und steht. Wenn mein Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist, kann ich kreativ sein und ganz ohne Stress arbeiten. Dann habe ich einfach mehr Inspiration. In den letzten Wochen habe ich mir einen Plan gemacht und eine Liste erstellt mit Dingen, die gut funktionieren und so bleiben dürfen und mit Dingen, die sich nicht richtig anfühlen und die ich deshalb neu organisieren möchte. Ganz oben auf meiner Liste steht, dass ich einen neuen Computerstuhl brauche, weil mein jetziger so ungemütlich ist und dass nach ein paar Stunden Sitzen der ganze Körper taub wird. Ich verschiebe meinen Kasten, damit ich dahinter besser sauber machen kann und nachdem ich mit dem Umräumen fertig bin, kann er wieder an seinem alten Platz zurück. Alles, was ich neu organisieren will und nicht richtig passt, kommt raus, damit ich einen guten Überblick bekomme. Die ganzen Sachen möchte ich an einem neuen, passenderen Platz unterbringen, aber bevor ich weitermache, gönne ich mir einen Kaffee, damit mir das Koffein die Kraft gibt, alles zu schaffen. Als ich mit meinem Kaffee zurück bin, merke ich beim Trinken, dass gerade der perfekte Zeitpunkt ist, mein Buch weiterzulesen. Also habe ich mich kurz ablenken lassen, lese ein paar Seiten und mache danach wieder weiter. Ich wische zuerst den Staub aus allen Schubladen und putze sie danach mit Feuchttüchern. Diese Organisationsbehälter habe ich bei Action gekauft, damit ich die Sachen schön ordentlich in der Schublade unterbringen kann. Beim Einräumen der Sticker fällt mir auf, dass ich viel zu viele habe. Ich möchte sie durchschauen und ein paar Sticker weggeben, die ich nicht mehr brauche.
Beim Ausmisten der Sachen lasse ich mich schon wieder vom Buch ablenken und lese ein paar Kapitel, ehe ich wieder weiter aufräume. Aber falls ihr ein gutes, wholesome Buch lesen wollt, kann ich das Buch, das ich gerade lese, sehr empfehlen. Ich verlinke es euch noch in meiner Infobox. Bei den Stiften muss ich auch ein paar Mal hin und her probieren, aber ich finde schließlich die passende Ordnung. In diesem Organizer lagere ich all die Sachen, die ich vielleicht für zukünftige Projekte brauchen werde. Jetzt kann ich den Kasten wieder zurückschieben und mit dem Aufbau meines neuen Computerstuhls starten. Meinen alten Computerstuhl bekommt mein Partner und ich bekomme einen neuen, weichen Stuhl, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Das Aufbauen ist Gott sei Dank sehr einfach. Die Anleitung ist so klar erklärt, dass man alles problemlos umsetzen kann. Nachdem der Aufbau erledigt ist, kann ich mein Artstudio endlich putzen. Zuerst wische ich den Staub ab und das immer von oben nach unten und auf den Tisch wische ich dann noch einmal mit Feuchttüchern drüber. Ich liebe es, meinen Arbeitsplatz zu putzen. Das fühlt sich fast meditativ an und ist für mich auch eine Form von Selbstliebe, weil ein sauberer Bereich einfach besser für mein Wohlbefinden ist. Am Ende kehre ich noch mit dem Besen, da beim Putzen viele Sachen auf den Boden gefallen sind und außerdem viel Staub liegt. Zum perfekten Abschluss zünde ich eine Kerze an und mache noch ein cozy Video an. Ich wünschte, ihr könntet diesen Raumduft riechen. Er riecht so gut und ist aktuell mein Lieblingsduft, den ich nach dem Putzen meines Studios oft benutze.
Jetzt zeige ich euch, wie ich meine ganzen Sachen organisiert und sortiert habe. So eine kleine Art Studio Roomtour. In den Aktenschrank links kommt das Druckpapier in die oberste Schublade und in der zweiten Schublade befinden sich alle Patronen, die ich für den Drucker brauche. In der dritten Schublade befinden sich meine Zangen, Cuttermesser, Modellierwerkzeuge, mein Locher, Scheren und USB-Sticks, also eigentlich alles, was ich zum Basteln und Arbeiten brauche. Hier habe ich all meine Briefumschläge und meine Täschchen sowohl aus Plastik als auch aus Papier. In der untersten Schublade habe ich all mein Papier, das ich für meine Ausmalbilder nutze, sowie verschiedene Papierblöcke, wie zum Beispiel einen Block mit Postkartenpapier. Das sind leere Postkarten, die man selbst anmalen und dann verschicken kann, also wenn man das möchte. In der obersten Schublade habe ich jetzt alles griffbereit, was ich täglich nutze, wie zum Beispiel meine Journale, mein kleines Federpenal, meine Kabel und meine To-Do-Notizbuch. In der zweiten Schublade ist vor allem viel Krimskrams, also meine Kleberroller, mein Etikettgerät, meine Trinkets, meine Sticker und mein Siegelset. In dieser Schublade sind meine ganzen Stifte, die noch funktionieren, sowie meine Acrylmarker und meine Alkoholmarker, aber nicht alle, nur etwa ein Drittel davon. Hier habe ich meine Wasserfarben, mein großes Federpenal, mein Laminiergerät, mein Papierschneider und meine Leuchtplatte. Ganz unten liegen dann meine Mischplatten, Bilderrahmen und Spiralbinder. Ganz oben im Kasten liegen meine Kabel, meine Stative, mein Mikrofon, meine Labelmaschine und meine Farbtuben. In dem zweiten Fach hat sich eigentlich nichts verändert, also links stehen meine Alkoholmarker, in der Mitte mein Glas für meine Wasserfarben und rechts meine Sketchbücher. Hier habe ich links meine Festplatten sowie meine Lieblingsstative und rechts meine Bastelbox sowie ein paar große Briefumschläge. Hier habe ich mein buntes Papier, mein Stickerpapier, meine Sticker, mein gutes Druckpapier und mein großes Mach dieses Buch fertig Buch XXL. Und im untersten Fach hat sich nichts verändert, also hier bewahre ich auch meine großen Inktoberbilder auf, da sie in der Schubladen keinen Platz haben und ich eigentlich nicht weiß, wohin damit. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Schreibt mir gerne, welche Videos ihr in diesem Jahr von mir sehen möchtet und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt, wo ich mein ganzes Artstudio aufgeräumt und organisiert habe, kann das Jahr starten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss und bleibt kreativ!